Servus und willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir in Kroatien unterwegs und wir wollen euch ein paar ganz tolle Eindrücke zeigen. Jetzt geht es erstmal der Küstenstraße entlang und dann verabschieden wir uns ins Velebit-Gebirge. Viel Spaß beim Schauen! Der Staat Kroatien liegt in der Übergangszone zwischen Mittel- und Südosteuropa. Er liegt östlich des Adriatischen Meeres und Nachbarländer sind Slowenien, Ungarn, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro. Wusstet ihr, dass die Landfläche Kroatien mit 56.500 Quadratkilometer etwa der doppelten Größe von Brandenburg entspricht? Die Jadranska Magistrala, auch als Adriatische Küstenstraße bekannt, verläuft an der Ostküste des Adriatischen Meeres und ist Teil der Europastraße 65. Die kurvenreiche Jadranska Magistrale wurde in den 1960ern und 70ern erbaut und gilt als eine der wunderschönsten und malerischsten Küstenstraßen weltweit. Sie zählt zu den reizvollsten Straßen und ist Sinnbild für den mediterranen Lebenswandel und dem Gefühl unendlicher Freiheit. Sie ist eine idyllische Perle, die immer wieder für Überraschungen sorgt. Hinter jeder Kurve entdeckt man neue landschaftliche Highlights. Es ist einfach nur traumhaft, wenn man hier von Kurve zu Kurve schwingt. Aber Achtung, der kalte und böige Fallwind Bora ist gerade für Fahranfänger eine große Herausforderung und nicht ganz ungefährlich. Die kalte Luft über den Karstälern Kroatien stürzt dann als Fallwind durch die Gassen herunter. Spitzengeschwindigkeiten einzelner Böen erreichen am Westfuß des Velebit-Gebirges Werte von bis zu 250 km pro Stunde. Der Velebit ist ein Gebirgszug an der Küstenregion Kroatien. Er bildet eine Klimabarriere zwischen dem Mittelmeerklima und dem Gebirgsklima im Landesinneren. Mit 145 Kilometer Länge ist der Velebit das längste Massiv der Dinariden. Die Breite des Velebit beträgt zwischen 10 und 30 Kilometer und er hat eine Gesamtfläche von etwa 2200 Quadratkilometer. Die Vegetation der Küstenseite ist größtenteils spärlich, während es auf der anderen Seite vorwiegend dicht bewaldet ist. Man hat eine wunderschöne Aussicht auf die Küste und die davor liegenden Inseln. Im Übrigen, zu Kroatien gehören insgesamt 1246 Inseln, von denen 47 dauerhaft bewohnt sind.
Wir sind bei Carlobak hoch ins Velebit-Gebirge gefahren. Hier steht das Kubus-Denkmal. Der steinerne Würfel wurde 1846 auf 4 Steinkugeln gestellt und der Bau wurde von Kaiser Franz Joseph veranlasst. Die Lika ist ein Karstfluss in Kroatien. Sie ist 77 Kilometer lang. Wir genießen jeden Kilometer auf der wunderschönen kurvigen kroatischen Straße und setzen unsere Fahrt in Richtung Zadar fort. Die Hafenstadt Zadar liegt an der Adriaküste. Sie ist mit ihren 75.000 Einwohnern unter anderem bekannt für die Meeresorgel und die St. Donatus-Kirche. Die Meeresorgel ist ein experimentelles Musikinstrument, dessen Töne durch die Wellenbewegung des Meeres unter großen Steinplatten erzeugt werden. Die Kirche St. Donatus wurde im 9. Jahrhundert erbaut. Dahinter steht die Domkirche der heiligen Anastasia. Sie wurde vom 12. bis zum 13. Jahrhundert erbaut und davor ist das römische Forum zu sehen. Nachdem ich mir im Hinterreifen 10 cm lange Nagel eingefahren habe, mussten wir auf dieses vierrädrige Geschoss umsteigen. Aber mit dem Quad wird es bestimmt auch ganz lustig, wenn wir hier die Landschaft erkunden. Mit dem Quad haben wir eine andere Ecke des Velebit-Gebirges, den Nationalpark Paklenica, erkundet. Die Gesamtfläche dieses Nationalparks beträgt 96 Quadratkilometer. Der Nationalpark bietet Lebensraum für zahlreiche, seltene sowie geschützte Tierarten. Wir haben zum Beispiel einen Dachs entdecken können. Wenn euch die ein oder andere Ecke bekannt vorkommt, liegt es daran, dass sich hier die Drehorte einiger Karl-May-Filme befinden. Gerade die Winnetou-Filme wurden hier gedreht.
Die Straße ist auch für jede Reiseenduro mit entsprechender Bereifung gut befahrbar. Kroatien ist für jeden Motorradfahrer, egal ob On-Road oder Off-Road, eine Reise wert. Mit diesem tollen Sonnenuntergang verabschieden wir uns. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und abonniert gerne unseren Kanal. Wheels for Adventure sagt Servus.